Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu unserer Server-Administrationsreihe und auch ein bisschen Firewalls, denn heute geht's weiter. Wir wollen direkt nahtlos dort weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir haben nämlich letztes Mal Proxmox aufgesetzt bei uns auf dem Server, mit dem wir unseren Server in mehrere virtuelle Maschinen aufteilen können. Das heißt, wir haben nur einen Server, aber wir können dort sehr, sehr viele Systeme reinbauen. Jetzt haben wir allerdings eine spezielle Anforderung, und zwar, wir wollen, dass natürlich unsere Systeme auch wirklich sicher sind, und dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Unter anderem können wir eine OpenSense installieren auf unseren Server, und diese OpenSense ist quasi dazu da, um unser ganzes Netzwerk sicher zu machen. Das heißt, was wir machen werden, ist Folgendes. Wir haben unseren Proxmox hier. Der ist erstmal nur dafür da, um aus einem Server sozusagen viele zu machen. Und einer dieser vielen Unterserver in unserem Server wird die OpenSense sein. Und da wird der komplette Traffic durchgehen und erstmal reingewaschen. Und wenn der reingewaschen ist, dann erst geht es weiter an die jeweiligen wirklichen Betriebssysteme, wo zum Beispiel eine Website läuft, wo zum Beispiel ein Matrix-Server läuft, wo zum Beispiel eine Nextcloud läuft und so weiter und so fort. Und ja, dazu müssen wir natürlich zuerst mal die OpenSense installieren, was wir auch machen wollen. Dieses Video entsteht in Kooperation mit Hetzner. Auf hetzner.com könnt ihr euch alles holen, was das Server-Administratorenherz begehrt. Von Webhosting über Storage und Managed-Servern bis hin zu dedizierten Servern oder Cloud ist alles dabei. Für diese Tutorials nutzen wir einen dedizierten, sehr leistungsstarken AX41-Server mit 6 Kernen und 64 GB RAM. So kann ich euch alle Techniken zeigen, die ich euch zeigen möchte. Für viele Fälle machen aber auch schon kleinere Server durchaus Sinn. Mehr Informationen sowie eine grundlegende Tutorialreihe für die ersten wichtigen Schritte auf eurem Server findet ihr, wenn ihr auf den Link in der Beschreibung klickt. Viel Spaß! Okay, wir wechseln dazu einmal ganz kurz hier auf Download, denn dort bekommt ihr das Image. Und ja, ihr braucht trotzdem ein Image, um das Ganze zu installieren. Immerhin wollt ihr ein vollständiges System installieren. Ihr könnt hier erstmal auswählen, was euer Server hat. Im besten Fall AMD 64, was anderes gibt es nämlich nicht mehr. Und hier dann am besten DVD auswählen und den Mirror auswählen, der euch am nächsten liegt. Also vermutlich irgendwas aus Germany. Ihr könnt aber eigentlich jeden benutzen. So, und dann könnt ihr hier tatsächlich einfach auf, Sekunde, ich nehme jetzt einfach mal den hier, dann könnt ihr hier auf Download gehen und dann habt ihr am Ende eine ISO-Datei. Das sieht dann so aus. Ihr habt hier diese .iso-Datei, beziehungsweise wenn ihr es entpackt habt, habt ihr diese .iso-Datei und die sollte ungefähr 1,3 GB groß haben. So ganz groß sein, ganz grob. Und jetzt können wir hier das Ganze hochladen, und zwar auf den lokalen Proxmox. Ja? Ihr seht hier alles, was verfügbar ist, erstmal in einer Übersicht. Also ihr habt hier erstmal euer Datacenter in Proxmox und könnt dort alles erstmal angucken. Dann habt ihr hier aber noch Proxmox selbst, also das System. Ihr könnt hier sogar direkt einen Shell-Zugriff bekommen und damit dann Dinge ausführen in Proxmox, also in diesem System Proxmox. Und dann könnt ihr hier drin aber tatsächlich auch hergehen und zum Beispiel das Netzwerk verwalten und so weiter und so fort. Und was ihr eben auch machen könnt, ist auf die lokale Installation von Proxmox zu gehen und hier zum Beispiel Backups anzulegen. Machen wir alles noch irgendwann, ja. Das ist jetzt hier nur so eine ganz kurze Rundführung, damit ihr mal wisst, wo wir überhaupt sind. Ihr könnt hier die VM-Disks angucken, ihr könnt jetzt aber auch ISO-Images hochladen. Und ISO-Images, das ist genau das, was wir haben. Wir wollen nämlich dort unser Image hochladen, damit wir da dann damit umgehen können. Ja? Damit wir quasi von dieser ISO, die wir gerade für OpenSense runtergeladen haben, damit wir die auch auf dem Server installieren können. Und naja, dazu brauchen wir die halt auch auf dem Proxmox. Was wir also machen ist, wir gehen hier auf Upload und dann auf Select File. Navigiert hier in den Ordner, wo eure OpenSense ISO drin ist, und wählt die aus. So, und dann wollen wir hier unten noch verifizieren, dass wir auch wirklich alles richtig hochgeladen haben. Das heißt, dass nicht irgendwas kaputt gegangen ist, wir irgendeinen Download-Fehler haben oder vielleicht sogar ein bösartiger Hacker irgendwas verändert hat. Und dazu müssen wir einmal ganz kurz Folgendes machen. Ich habe hier mal die Download-Datei, also diese .bz2-Datei, die ihr direkt von OpenSense runterladen könnt, habe ich mal hier in diesen Ordner reingezogen. Wir müssen das Ganze nämlich zweimal machen. Lasst euch da bitte nicht einmal verwirren oder sowas, aber das solltet ihr tatsächlich tun. Das ist einfach eine Sicherheitsmaßnahme. Und immerhin soll das Ding eure Serversicherheit in den Griff kriegen, ja. Deswegen, wenn wir es da nicht machen, wo dann?
Okay, also was wir machen ist, wir machen in Windows Shift-Rechtsklick irgendwo hin, nur nicht auf die Datei, sondern irgendwo anders hin und unter Linux einfach nur ein Rechtsklick, unter Mac genauso nur ein Rechtsklick. Und dann öffnen wir unser PowerShell-Fenster bzw. unser Terminal hier. Unter Windows gibt es die tolle Funktion getFileHash. Und die können wir hier einfach benutzen. Unter Linux habt ihr die tolle Funktion SHA-256-SUM. Das ist quasi genau dasselbe, also nicht getFileHash vorne dran schreiben, sondern einfach nur diese Funktion. Und dann müsst ihr einmal hier kurz diese, also ihr könnt Tab drücken, dann wird es euch direkt angezeigt, müsst ihr einmal diese .bz2-Datei wählen und dann minus Algorithm SHA-25, ich sollte vielleicht SHA noch dazu schreiben, SHA-256. So, dann wird das einmal kurz berechnet und dann steht hier dieser Hash, ja, da steht vorne dran Algorithmus und dann steht hier eben Hash D066, D56 und so weiter und so fort. Das muss dasselbe sein wie das hier. Groß- und Kleinschreibung ist völlig egal, aber der muss gleich sein, ja. Den könnt ihr einmal kurz nebeneinander packen, so zum Beispiel. Und dann könnt ihr das hier ablesen, D066, D56, bla 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 und am Ende steht bei mir A002. Und das ist auch gut so. Und wenn man jetzt auch nur ein einziges Bit da irgendwie verändert hätte, dann hätte sich der komplette Hashwert geändert. Jetzt könnten wir natürlich in Versuchung kommen, hier einfach Hashwert SHA-256 und dann die Checksumme hier reinkopieren, machen. Das wird nicht funktionieren, denn ihr ladet hier die ISO hoch. Ihr ladet nicht die BZ2-Datei hoch, sondern die ISO wollt ihr hochladen. Und die haben unterschiedliche Hashwerte, weil es sind unterschiedliche Dateien. Also was wir machen ist Folgendes. Wir gehen hier nochmal in die Konsole und machen statt dem Punkt BZ2, lassen wir auf der ISO den Hashwert berechnen. Und der sollte jetzt einen gewissen Wert haben, den kopieren wir uns und den packen wir hier rein. Vielleicht ohne das Leerzeichen am Ende. Überprüft nochmal, ob das wirklich auch das Richtige ist. Also das hier steht 1097, bla 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 und am Ende steht dann eben 806. Und jetzt können wir hier auf Upload klicken und das, sagen wir mal, wird eine Weile gehen. Deswegen, ja, da werde ich euch nicht länger belästigen, sondern wir machen hier kurz einen Cut. Während das jetzt allerdings hochlädt, will ich euch nicht alleine lassen. Und zwar, wir wollen hier uns ganz kurz mit meinen berühmten Paint-Grafiken mal kurz angucken, wie das Ganze am Ende aussieht. Also, wir haben hier am Anfang natürlich einmal das Internet. Ja, das kommt da einfach rein. Hier drinnen liegt dann am Ende die Proxmox-Maschine, ja, quasi unser normaler Server, der wiederum weitere virtuelle Maschinen macht. Das heißt, erstmal muss das ganze Internet hier reinkommen in Proxmox und dort gewissermaßen verarbeitet werden. Immerhin wollen wir ja auch auf Proxmox zugreifen. Ich zeige das nochmal kurz. Proxmox liegt ja auch im Internet. Und zwar auf unserer virtuellen Maschine, beziehungsweise auf unserem Server auf Port 8006. Das heißt, das können wir zum Beispiel schon mal gar nicht verändern. Also müssen wir zumindest Port 8006 muss hier bleiben. Ja? Das schreiben wir uns mal kurz auf, 8006. Und was wir vielleicht auch noch haben wollen, ist SSH, also Port 22. Ich mache mir hier SSH hinten dran, dann wisst ihr, was gemeint ist. So, diese beiden Dinge wollen wir hier verarbeiten. Alles andere kann aber bitte komplett einfach weitergeleitet werden an die nächste Maschine, an eine tatsächliche virtuelle Maschine jetzt hier. Und das soll die OpenSense sein. Das ist unsere OpenSense. So, und hier drin wird dann alles andere gefiltert. Hier findet eine Firewall statt. Ich mache das jetzt hier einfach mal als wunderschöne rote Wand. So. Eine wunderschöne Ziegelwand, die sieht man so häufig. Und das ist jetzt im Endeffekt alles, was hier drin passiert. Hier wird gefiltert, hier wird Security gemacht, hier wird alles gemacht, ja, was irgendwie vorfiltern ist. Und dann wird es hier drin aufgeteilt. Das heißt, wir machen hier quasi nochmal Traffic weg und hier machen wir nochmal Traffic weg. Wir können das so oft machen, wie wir wollen, wenn wir dazu Lust haben. Und hier kann dann zum Beispiel ein Ubuntu liegen, hier liegt noch ein Debian und hier liegt noch ein Windows und keine Ahnung. Ja, da könnt ihr machen, was ihr wollt dann am Ende. Und die können auch miteinander alles machen. Die liegen alle im internen Netz. Selbst die OpenSense liegt am Ende im internen Netz. Das heißt, wir haben hier drüben eine eine öffentliche IP-Adresse, während die OpenSense hat wiederum eine lokale IP-Adresse. Und ihr habt das auch schon bei mir in der Firewall-Playlist ein bisschen sehen können. Wir weisen hier IP-Adressen zu. Wir machen hier eine private IP-Adresse, sprich, ich mache hier mal ganz kurz private IP A und hier mache ich mal private IP
B. Ja, die können miteinander sprechen, das ist kein Thema, aber die OpenSense ist nicht öffentlich verfügbar. Wenn ihr jetzt zwei IP-Adressen bestellt habt, sozusagen, ja, wenn ihr bei Hetzner zum Beispiel sagt, ey, yo, wir wollen noch eine IP-Adresse haben, dann ist es kein Problem. Dann könnt ihr hier auch eine Public-IP-Adresse theoretisch auf OpenSense legen, das funktioniert. Machen wir aber in dem Setup hier nicht, brauchen wir eigentlich in dem Sinne auch überhaupt nicht. Und genau, da müssen wir dann im Endeffekt nur ein lokales Netzwerk machen. Das heißt, hier hinten dran, also Proxmox und alle anderen Sachen hier, sind in einem lokalen Netz. Das ist ein LAN-Netzwerk. Ja, das sieht jetzt nicht so schön aus, weil ich nicht geschrieben habe. Und hier drüben, das ist quasi mein WAN. Ja, mein Wide Area Network. Und die beiden kann ich jetzt quasi kombinieren und Proxmox ist da sozusagen mein Punkt in der Mitte dazwischen. Und genau so möchte ich das jetzt im Endeffekt mit euch aufsetzen. Schauen wir uns gleich noch genauer an, wie das dann aussieht. So, und wenn das ganze Ding hochgeladen ist und ihr keinen Internetausfall in der Zwischenzeit habt, was, ja, lassen wir das. Dann sollte das Ganze so aussehen. Ihr habt es hochgeladen, die Checksum wurde verified und wir sehen hier, Target Node ist Proxmox und Target File sehen wir dann hier auf dem Server und die File Size, Command, bla bla bla, das braucht euch eigentlich gar nicht mehr so sehr zu interessieren. Wichtig ist nur Task OK, ja, denn dann sehen wir hier oben auch direkt, dieses Ding ist jetzt verfügbar. So, und jetzt fängt der eigentliche Prozess der Installation überhaupt erst an. Jetzt müssen wir nämlich erstmal eine neue virtuelle Maschine erstellen. Dazu gibt es hier oben einen relativ fetten blauen Knopf, der Create VM heißt. VM steht für Virtual Machine oder virtuelle Maschine und hier haben wir schon alles, was wir brauchen. Create Virtual Machine. Wir sehen hier Node Proxmox, das heißt bitte in dem Knoten von Proxmox installieren und wir wollen die ID setzen auf etwas, das für euch passt. Ihr könnt es auch einfach so stehen lassen. Und die Naming Convention solltet ihr auch irgendwie versuchen einzuhalten, die ihr für euch festgelegt habt. Falls ihr keine habt, fein. Das heißt, wir werden das Ding hier einfach mal OpenSense Test nennen, denn ich möchte das Ganze ja eigentlich nur für euch zu Testzwecken installieren. Das ist ja nicht meine richtige Umgebung, ja? Da läuft ja sonst nichts auf diesem Server. Und eigentlich, also in den professionellsten Umfeldern werden wir auch tatsächlich hier mit OpenSense nicht das Ganze in einer virtuellen Maschine installieren, sondern sogar noch vorschalten. Das heißt, OpenSense wird auf einem Server installiert und dann kommt erst Proxmox mit allem anderen. Da ist das Layout ein kleines bisschen anders. Aber in unserem Fall, man kann das auch sehr, sehr gut so machen. Es kann nur mit der Leistung ein bisschen knapp werden, weil OpenSense doch schon recht fordernd sein kann. Ja. Okay, wir können hier unten auch tatsächlich mal den Haken auf Advanced setzen und dann sehen wir hier auch schon direkt, was dabei ist. Aber das lassen wir auch eigentlich so. Also Start at Boot brauchen wir nicht, Any und Default lassen wir auch drin. Dann haben wir hier einmal als nächstes das Betriebssystem, was wir hier auswählen wollen. Hier sollten wir selbstverständlich die OpenSense ISO auswählen, das heißt, keine physische CD oder DVD haben wir einfach nicht den Zugriff darauf, da müssten wir einfach hinlaufen und wir haben auch, wir wollen tatsächlich was installieren, das heißt, wir brauchen irgendein externes Medium, das heißt, do not use any media ist auch Quatsch und Storage, naja, wir haben nur die Möglichkeit, es aus Local zu ziehen, weil wir nichts anderes verknüpft haben bislang. Gut. Weiter geht's mit unserem Systemlayout. Hier haben wir die Möglichkeit, eine Grafikkarte auszuwählen. Ich würde euch stark empfehlen, das Ganze hier einfach auf Default setzen zu lassen. Genauso wie das hier. Und wir gehen rüber zur Harddisk. Hier sehen wir dann auch schon wieder ein bisschen was anderes. Und zwar SCSI0. Das ist unser Bus, beziehungsweise unser Device. Das sehen wir hier drüben auch wieder. Das ist quasi das, was wir hier auswählen können. Ihr könnt das Ganze hier ein bisschen noch anpassen. Das heißt zum Beispiel unsere Diskgröße werde ich jetzt mal auf 50 setzen. Offiziell vorgeschlagen werden von OpenSense 40 GB. Ich mache deswegen 50 draus, dann haben wir auf jeden Fall genug. Und genau, dann hier der Local Speicher, das ist auch in Ordnung für mich. Format ist auch in Ordnung, brauchen wir nichts ändern. Was allerdings ganz sinnvoll ist, ist, dass wir hier einen IO-Thread haben. Das heißt, einen zusätzlichen Thread, der eben für nur Input-Output auf die Festplatte da ist, für die OpenSense. Dadurch läuft auch Input-Output, also sprich Festplatten lesen und schreiben, ein bisschen schneller. Und hier drüben bei der Bandbreite würde ich nichts ändern. Also hier das Ganze zu limitieren, ist bei OpenSense jetzt nicht gerade sinnvoll. Wenn ihr allerdings das ganze Ding natürlich vermietet oder sowas, dann kann man das natürlich schon machen. Aber ja, das ist dann natürlich die Frage, was ihr damit vorhabt.
Okay, wir gehen auf Next und dürfen hier einmal die CPU zuweisen. Ich würde euch mindestens empfehlen, hier 4 Kerne zuzuweisen. In unserem Fall sind das alle. Ja? Das heißt, wir weisen hier quasi die komplette Rechenleistung zu. Das liegt aber einfach an OpenSense, weil OpenSense halt eine gewisse Anforderung hat. Und 4 Kerne ist ganz gut. Ihr könntet hier auch mit weniger arbeiten. Ja, lasst uns mal 3 benutzen. 4 ist wahrscheinlich dann doch ein bisschen zu viel, sonst haben wir nichts mehr wirklich übrig. Das kann man aber natürlich auch später noch anpassen hier. Gut, hier unten gibt es noch eine Option, die ich, wo ist sie denn, die ich vielleicht noch gerne setzen wollen würde. Genau, hier AES. Das kann Sinn machen, das will ich euch nur mal kurz erwähnt haben hier, wenn ihr irgendwie das Ganze als Hauptrouter zum Beispiel benutzt, dann kann OpenSense dann doch durchaus Sinn machen. Deswegen machen wir das jetzt hier auch mal. Okay. Speicher. Hier werden standardmäßig 2048 ausgewählt. Ich würde euch auch hier empfehlen, mindestens 8192 sind es 4096, 8192, genau. Und die zuzuweisen. Es macht schon Sinn, der OpenSense relativ viele Ressourcen zu geben, sonst ist das nachher euer Bottleneck. Gut, unser Netzwerk hat noch keine Bridge. Das heißt, wir haben hier einfach noch nichts verfügbar. Da würde ich auch tatsächlich in diesem Moment jetzt noch also wir können halt buchstäblich keine reinpacken. Ja, das machen wir aber nachher noch und deswegen gehen wir hier oben erstmal auf No Network Device, weil wir hier quasi noch nichts hinzufügen können. Haben wir noch nicht erstellt, machen wir nachher noch. Wir brauchen sowieso mehr als eine und wir können hier nur eine hinzufügen. Dementsprechend macht es gar nicht mehr so viel Sinn. Okay, und ja, jetzt machen wir hier einmal kurz den Finish-Button. Denn dann haben wir hier plötzlich eine neue virtuelle Maschine, die nennt sich OpenSense Test. Und ja, ist halt einfach da. Ja, das ist eine virtuelle Maschine. Im Endeffekt nicht wirklich irgendwas Tolles. Aber wir können jetzt hier tatsächlich unter Hardware noch weitere Brücken hinzufügen. Dazu brauchen wir aber erstmal Brücken. Und dazu muss ich euch ganz kurz erklären, was eine Brücke überhaupt tut. Also, falls ihr zumindest diese Playlist nicht gesehen habt, die ich da mal vor einiger Zeit gemacht habe dazu. Also, erstmal eine Brücke. In unserem Fall ist erstmal, wenn wir hier Proxmox haben zum Beispiel, dann muss natürlich diese Public IP irgendwie mit meinem tatsächlichen LAN-Kabel verknüpft werden. Ja, dazu brauche ich eine Brücke. Ich muss aber auch diesen Anschluss hier verknüpfen. Auch dazu brauche ich eine Brücke. Und im Endeffekt muss ich auch diesen Anschluss hier verknüpfen und dann diesen Anschluss hier verknüpfen und so weiter und so fort. Und solche Sachen mache ich eigentlich mit einer Brücke. Dementsprechend bauen wir uns hier unter Proxmox System Network, können wir hier eine Linux Bridge erstellen. Die haben normalerweise die Namen VMBR0 bzw. VMBR1 und so weiter und so fort. Ihr versteht das Ganze. Schauen wir uns dafür aber erstmal ganz kurz an, was das genau ist. Also hier oben steht ja schon was drin, ne? Und bei Proxmox ist ja auch hier schon was dabei. Wir gehen hier mal ganz kurz drauf. Quatsch, hier wollte ich hin. Und hier können wir uns dann tatsächlich unser Network-Device mal ganz kurz angucken. Das sieht so aus. Das ist quasi unsere öffentliche IP-Adresse. CIDR steht für Classless Interdomain Routing und braucht uns hier eigentlich gerade nicht zu interessieren. Das ist ein bisschen viel jetzt zum Erklären hier. Der Gateway ist aber wieder unsere na gut, den müsste man jetzt ausrechnen. Lassen wir einfach so mal stehen im Raum. Was wir allerdings machen wollen hierbei, ist, wir wollen ja uns eine Brücke erstellen, dass die miteinander verknüpft sind. Dass quasi unsere eine Brücke Proxmox mit dem Internet verknüpft und die andere mit einem lokalen Netzwerk. So, und hier gehen wir dann wiederum her und versuchen eben diese Linux-Brücke zu bauen. Und da quasi unser lokales Netzwerk zu bauen. Ja? Das heißt, was wir hier machen, ist, wir geben als IP-Adresse an, ich nehme jetzt eine IPv4-Adresse, geben wir an 10.10.10.1. Das ist quasi unser lokales Netz dann, was wir zuweisen wollen. Nehmen hier allerdings eine 24er. Also quasi, wir bauen uns unser eigenes lokales Netzwerk mit eben dieser IP-Range hier. Und genau, das ist eigentlich auch schon so ziemlich das Wichtigste. So, jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir Create drücken. Dann haben wir nämlich hier oben noch eine Brücke mehr, natürlich. Und hier Pending Changes. Wir haben hier either Reboot or Apply Configuration, wobei wir dann IF Up Down brauchen. Das ist auch wieder ein Linux-Paket. Aber wir gucken uns jetzt mal ganz kurz unsere neue Interfaces-Liste an. Und hier haben sich einige Sachen geändert. Jetzt leider allerdings noch nicht genau alles, was ich ändern wollte.
Wir machen jetzt allerdings trotzdem hier mal Folgendes und gehen hier einmal kurz in den beziehungsweise nicht in den Shutdown, sondern in den Reboot. Und dann wird quasi unser komplettes Proxmox neu gestartet und die neue Konfiguration wird dadurch übernommen. Genau, und das dauert jetzt natürlich ein bisschen. So, und wenn ihr dann neu gestartet habt, dann seid ihr auch schon wieder hier, wo ihr hin wollt. Jetzt ist der nächste Schritt, wir wollen natürlich OpenSense starten erstmal. Lasst mich fertig machen, bevor ihr mich fertig macht, okay? Guckt das Video zu Ende an. So, wir starten jetzt mal ganz kurz die OpenSense VM. Die wird nicht automatisch mit gestartet und davor hängen wir noch hier einmal ganz kurz in die Hardware unsere Network Bridge rein. Die VMBR0. Genau, kein VLAN, Firewall brauchen wir eigentlich, ist egal. Die Firewall, wobei doch brauchen wir nachher wahrscheinlich sogar noch. Okay, wir machen einmal Add und haben dann hier auch tatsächlich ein Network-Device und können hier einmal auf Start klicken. So. Anschließend können wir hier drüben auf die Konsole wechseln und sehen hier, was passiert, wenn wir hier uns drüber verbinden. Das lädt noch alles ein bisschen. So, und das dauert auch alles ein bisschen. Ja, dann ist halt gut. Mach's halt nicht. Genau, und jetzt können wir hier uns einloggen. Hier oben wird auch erklärt, was wir genau machen müssen. Wir müssen uns einmal hier als Installer einloggen. Hier oben wird auch erklärt, Sekunde. Genau, hier wird erklärt, dass man, wenn man das als Root sich einloggt, dann hat man quasi den Live-Modus. Das heißt, das System wird nicht installiert, aber man kann es quasi benutzen. Und als Installer kann ich dann eine Installation durchführen. Und das ist ja das, was wir wollen. Das Standardpasswort ist OpenSense. Und damit kommt ihr dann noch rein. Egal ob Root übrigens oder ob als Installer, das ist beides mal dasselbe. So, jetzt Keymapping. Keymapping sollten wir hier tatsächlich auf German setzen. Also für mich zumindest, falls ihr eine englische Tastatur habt, ist das natürlich was anderes. Und genau, unsere Keyboard-Map bitte auch auf German hier. Genau, das da. So, ja, genau, haben wir gemacht. So, jetzt kann ich hier einmal kurz testen. Y ist Y, Z ist Z, Bindestrich ist ein Bindestrich und mal, ein Plus ist ein Plus. Okay, passt. Für mich. Gut, dann können wir hier weiter und installieren das Ganze. Hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, mit verschiedenen Modi das Ganze zu installieren. Wir werden jetzt mal ZFS benutzen. Da könnt ihr mir jetzt einfach erstmal quasi vertrauen und dann für euch entscheiden, später, vielleicht in einem späteren Video, was wir dann tatsächlich machen. Wir werden auch hier ganz normal installieren. Auch hier werden wir nichts wirklich dran ändern. Ja, vielleicht sollten wir tatsächlich eine Disk zumindest ändern. Ja, genau. Also Change Selection hier einmal mit Leerzeichen, also Leerzeichen drücken, dann seht ihr hier vorne geht der Stern an, damit selektiert ihr das Ganze, einmal hier auf OK drücken. Und ja, ich möchte selbstverständlich den kompletten Content darauf zerstören. Ja, ich möchte eigentlich den kompletten Content darauf zerstören. Da ist ja sonst nichts drauf, also machen wir hier ein Yes. Und dann sehen wir hier, die Installation geht vorwärts. Also es wird quasi reingeklont. Das dauert jetzt ein kleines bisschen, nicht allzu lange, ist ja ein relativ kleines System. Und ich schneide den Rest raus. So, am Ende würde ich euch vielleicht noch kurz empfehlen, das Root-Passwort zu wechseln. Hier können wir einmal ganz kurz unser Root-Passwort setzen, weil OpenSense als Root-Passwort ist vielleicht nicht das Beste, auch wenn es nur in einem lokalen Netz ist. Nehmt da irgendwas Gescheites, ja. Wenn ihr das gemacht habt und auch nochmal bestätigt habt, dann hier einmal auf Complete Install gehen und dann wird das Ganze in 5 Sekunden neu gestartet und ihr habt noch kurz Zeit zum STRG+C drücken, falls ihr es abbrechen wollt, aber in dem Fall, ja, solltet ihr das nicht tun wollen. Ich wüsste zumindest nicht wieso. Genau, und dann wird das Ganze neu gestartet. So, und wenn wir dann die Shell-Verbindung wieder einfach schließen, die brauchen wir jetzt gerade nicht mehr, dann haben wir hier in Proxmox alles, was wir eigentlich wollen. Wir haben hier oben unseren Proxmox ganz normal und können hier im Endeffekt alles tun. Wir können hier auch auf die Shell zugreifen, wir können hier uns eine Summary anzeigen lassen und so weiter und so fort. Und hier unten haben wir unsere OpenSense und mit der können wir uns tatsächlich sogar direkt verbinden, wenn wir das wollen. Wir können nämlich hier einfach auf die Konsole zugreifen und wir sehen auch hier schon direkt, es war vielleicht ganz gut, dass wir hier 8 GB RAM zugewiesen haben, denn 6,8 sind schon weg. Genau, das heißt, wir können uns hier direkt rein verbinden, wenn wir das wollen oder brauchen. Brauchen wir gerade nicht. Wir wollen zuerst in Proxmox, also in unserem Router hier, beziehungsweise in diesem ganzen System, alles einstellen, was hier eigentlich
was eigentlich noch gemacht werden muss. Und das sind vor allem die Brücken, die wir hier, ignoriert das hier, die wir hier theoretisch über Create Linux Bridge auch teilweise eintragen könnten, aber unsere Bedürfnisse sind so speziell, das wird hier nicht komplett funktionieren. Deswegen wechseln wir in die Shell rein. Wie gesagt, unser Ziel ist es, das ganze System, also auch die OpenSense, nur mit einer einzigen öffentlichen IP-Adresse zugänglich zu machen. Und das hat seine Vor- und seine Nachteile. Vorteil ist natürlich, wir brauchen nur eine IP-Adresse, ist klar. Nachteil allerdings ist, und das ist ein ziemlich gravierender Nachteil, wir müssen 2 Ports offen lassen, beziehungsweise wir können 2 Ports nicht direkt an die OpenSense weiterleiten, denn diese beiden Ports brauchen wir hier auf unserem Proxmox, und das ist einmal SSH. Damit wir uns mit Proxmox verbinden können über SSH, müssen wir den SSH natürlich auf Proxmox lassen. Wenn wir den weiterleiten, dann landet auch der SSH bei der OpenSense, und dann können wir uns nicht mehr mit unserem Proxmox-Server hier verbinden. Das geht einfach quasi, oder es geht nicht nur quasi nicht mehr, es geht wirklich gar nicht mehr, weil er halt weitergeleitet wird. Und der zweite Port, den wir nicht weiterleiten dürfen, ist 8006. Denn der Port 8006, das sehen wir hier, den brauchen wir, um auf dieses wunderschöne Interface zu kommen. Das heißt, diese beiden Ports können nicht weitergeleitet werden an die OpenSense, und dementsprechend gehen die auch nicht durch die Firewall durch. Und das ist ein bisschen doof. Das heißt, diese beiden Ports sind hier absolut ungefiltert, was an dem Setup ein bisschen nicht so schön ist. Dafür brauchen wir nur eine öffentliche IP-Adresse, und auch das hat seine Vorteile, in dem Sinne, dass wir hier relativ kompaktes Setup haben. Wenn ihr es wirklich als richtig krasses Setup machen wollt, dann mietet euch in Gottes Namen einen sogar zweiten Server für eure OpenSense. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Denn die OpenSense braucht sehr viel Leistung, das wissen wir jetzt mittlerweile. Sie braucht sehr viel RAM, sie braucht sehr viel CPU-Leistung. Immerhin wird der ganze Traffic hier vorgewaschen, sozusagen für euch, und dann weitergeleitet. Das heißt, wenn ihr wirklich ein komplexes, ein wirkliches Hochsicherheits-Setup habt, dann sollte entweder die OpenSense vorgeschaltet sein in einem separaten Server oder sogar ein dedizierter Hardware-Server sollte vorne dran stehen. Okay, aber wir wollen jetzt hier dieses Setup machen, was für die allermeisten Fälle, würde ich behaupten, auch absolut ausreichend ist. Es mag vielleicht Setups geben, wo das nicht der Fall ist, aber ich glaube, da werden die meisten von euch nicht reingehen. Ihr könnt mir mal mehr Informationen zu euren Bedürfnissen unten auch reinschreiben, dann weiß ich, worauf ich mich so ein bisschen spezialisieren soll. Okay. Also, was wollen wir machen? Wir wollen zunächst einmal, dass die OpenSense irgendwie verbunden wird über eine Brücke mit Proxmox. So. Dazu habe ich ja schon mal kurz was gezeichnet gehabt, und das wollen wir jetzt hier eingeben in unsere Interfaces. Das machen wir mit vim/etc Network Interfaces. Network Interface. Okay, also wir wollen hier jetzt also das Ganze verfügbar machen, und dazu wechseln wir in unseren Proxmox-Server rein. Ich habe hier nochmal eine kleine schöne Grafik gezeigt, die ich euch kurz mal illustrieren möchte sozusagen dafür. Und zwar, wir haben hier einmal unsere öffentliche IP-Adresse, und ja, ich weiß, wir werden in diesem Video uns erstmal über IPv4 unterhalten. IPv6 machen wir in einem der kommenden Videos, weil wir dazu teilweise auch Zugriff auf die GUI von OpenSense brauchen, und das machen wir eben über IPv4. Also, wir brauchen nicht, aber es macht die Sache deutlich einfacher. Und genau, hier haben wir einmal die öffentliche IPv4. Über die erreichen wir Proxmox aktuell. Und zwar über Port 8006. Über das Interface ENP9S0. Das ist quasi unser normaler Internetanschluss. Und was wir auch brauchen, ist SSH. Das sollte auf Proxmox auch laufen. Alles andere, also alle anderen Ports, ja, alles andere soll an die OpenSense weitergereicht werden. Und die soll dann den Traffic waschen. Und hier drin wollen wir dann 2 Netzwerke auch haben, nämlich einmal eine Brücke VMBR0, die sowohl die Proxmox mit der OpenSense in einem lokalen Netzwerk verbindet, das nur diese beiden beinhaltet, also einmal Proxmox und einmal OpenSense. Und dann haben wir von der OpenSense weitere Verbindung über VMBR1, über eine weitere Brücke. Das ist quasi unsere Idee. Das heißt, alles, was SSH ist, geht zu Proxmox. Alles, was 8006 ist, geht zu Proxmox. Alles andere geht zur VMBR0-Brücke und da dann an die OpenSense. Und dort drin passiert dann Sachen, und die machen wir irgendwann anders. So, also was wir dazu machen ist, wir müssen in die etc Network Interfaces, und das habt ihr nicht. So, das solltet ihr nicht sehen. Ihr solltet ungefähr sowas sehen.
Wir haben hier quasi ein Interface, sozusagen erstmal unser Internet-Anstecker definiert. Das heißt, unsere öffentliche IP-Adresse ist 65.108.137.179 und unser Gateway ist hier. Wunderbar, das passt für uns, aber wir wollen jetzt natürlich auch das Ganze weiterleiten. Ja? Wir haben ja gesagt, alles, was nicht SSH ist oder Port 8006, soll weitergeleitet werden an die OpenSense. Okay, dazu machen wir erstmal Folgendes. Wir aktivieren die Weiterleitung. Und wie gesagt, in diesem Video beschränken wir uns auf IPv4, IPv6 machen wir wann anders. Und sagen hier, okay, mach mal bitte IPv4-Weiterleitung an. Das machen wir mit Post-Up, könnt ihr quasi sagen, wenn das Ding fertig hochgefahren ist, dann führe einen Befehl aus. Und das wäre in unserem Fall syscontrol-w, also Weiterleitung, kann man sich vielleicht so ganz gut merken, wobei das nicht nur dafür ist. Egal. So kann man sich vielleicht ein bisschen besser merken, kleine Eselsbrücke. net.ipv4, also wir wollen quasi über das Internet IPv4 dort dann IP-forward, also quasi die Weiterleitung für IP-Adressen aktivieren, ist gleich 1, weil 1 heißt halt an. Ja? Also net.ipv4, IP-forward gleich 1. So, sehr gut. Anschließend brauchen wir aber noch die Definition, wie denn eigentlich so eine Weiterleitung aussehen soll. Wir wissen ja noch gar nicht, also wir wissen nur, dass weitergeleitet werden soll. Aber wir wissen nicht, auf welche Brücke, von welchem Interface, was genau, das wissen wir alles noch nicht. Und das machen wir auch über Post-Up, natürlich, nachdem es fertig hochgefahren ist. Mach bitte Folgendes. Und jetzt wird's spannend. Jetzt machen wir das Ganze nämlich mit IP-Tables. IP-Tables haben wir bisher hauptsächlich als Firewall kennengelernt. Das ist eine Variante davon. Wir wollen hier allerdings einen NAT-Modus aktivieren. Und wir sagen hier -t NAT -a pre, das solltet ihr zusammenschreiben, Pre-Routing. Ja? Das heißt, wir wollen hier eine neue Route einfügen über das oder von dem Interface ENP9S0. Das ist dieses Interface hier, also quasi unser normales Internet. Also sprich, alles, was über das normale Internet reinkommt, soll bitte hiervon betroffen sein. Und zwar, welche Ports? Naja, alle TCP-Ports. Und zwar erstmal Multiport. Also alle TCP-Ports mit Ausnahme von zweien. Also Ausrufezeichen steht für außer die Destination Ports, außer die Zielports 22 und 8006. Darüber haben wir gesprochen. 22 ist SSH, 8006 ist der Port, den Proxmox hier benutzt. Die dürfen nicht weitergeleitet werden. Alle anderen werden weitergeleitet. So, -j dnat. Und zwar an welche Adresse? Naja, an die Adresse, die wir OpenSense zuweisen. Das heißt, ich wechsle mal kurz in Paint rein. OpenSense soll die IP-Adresse 10.10.10.1 bekommen. Also werden wir natürlich auch dorthin weiterleiten. Also 10.10.10.1. Gut. Jetzt haben wir natürlich auch noch andere Sachen. Und zwar nicht nur TCP, sondern manche Sachen sind auch in UDP. Zum Beispiel DNS wäre über UDP. Und das nicht zu machen, wäre irgendwie, naja, nicht ganz vollständig. Also haben wir IP-Tables -t NAT. Das ist 1:1 dasselbe. Pre-Routing. Interessant. Pre-Routing. Auch wieder selbes Interface, ENP9S0. Auch wieder -p. Und jetzt wollen wir allerdings nicht TCP-Ports benutzen und weiterleiten, sondern UDP-Ports. Und hier müssen wir auch keinen Multiport angeben, sondern wir nehmen einfach wirklich alle. Und zwar ohne Ausnahme. Und dann sagen wir hier auch wieder -j dnat. -to an die Adresse 10.10.10.1. Weil das unsere IP-Adresse ist von im Endeffekt unserer OpenSense, später dann natürlich. Gut, wir haben hier auch die IPv6-Adresse schon mal festgelegt für unseren Proxmox. Wie gesagt, anderes Thema, machen wir noch. Dann haben wir Auto VMBR0. Fimpro, wollte ich gerade schreiben. Diese Brücke, das ist quasi die Standardschreibweise für Brücken, für Linux-Brücken. VMBR0, logischerweise, wenn ihr noch eine braucht, 1, 2 und so weiter und so fort. Das ist wiederum ihr könnt euch vorstellen wie ein virtueller LAN-Stecker. Ja? Der wird einfach nur per Software als LAN-Stecker verwendet und wir können ihm sagen, hey, verbind dich doch mal irgendwo hin.
Und VMBR0, wenn wir jetzt uns nochmal diese Grafik angucken, ist genau dieser Stecker hier. Hier steckt einmal das LAN-Kabel drin und hier steckt das zweite LAN-Kabel drin. Das heißt, wir verbinden damit Proxmox mit der OpenSense. Das heißt, diese Pakete hier, die wir von diesem Interface abgreifen, werden dann anschließend auch über VMBR0 weitergeleitet. Und das ist im Endeffekt unser nächstes Interface. Das heißt, VMBR0 wird definiert als iNet, also auch hier wieder IPv4 und Static. Und wir verweisen jetzt hier einfach quasi Adressen. Das heißt, wir weisen uns eine Adresse zu und wir geben auch gleichzeitig eine Adresse. Wir geben sie nicht direkt weiter, aber wir sagen, hey, leit mal dort alles hin. Okay, diese Adresse, die wir uns geben, sollte natürlich mit Adresse erstmal anfangen und kann für uns einfach eine 10.10.10 sein, die wir ja hier oben auch schon benutzt haben. Also quasi unser internes Netz ist das. Und am Ende haben wir eine 0. Das bedeutet, also Proxmox bekommt die 0 und die 1 geht an die OpenSense, so wie wir das eigentlich haben wollten. Wir benutzen hier ein 31er Subnetz. Und das hat einige coole Vorteile. Das ist eine direkte Point-to-Point-Verbindung. Das bedeutet so viel wie, wenn ihr eine Verbindung habt über ein 31er Subnetz, na, dann kann ja an der anderen Seite nur eine andere Person lauschen. Weil ihr habt ja nur 32 Möglichkeiten. Also, was machen wir? Naja, wir haben im Endeffekt eine direkte Beziehung und das macht alles ein bisschen effizienter. Das heißt, man spart sich solche Sachen wie Broadcasts, weil man hat ja nur einen Gesprächspartner. Man spart sich viele, viele Dinge im RFC drin. Das heißt quasi in der Definition sind die einfach nicht mehr nötig. Und ja, wie gesagt, das kann ein bisschen zu Zeitersparnissen oder Rechenleistungsersparnissen führen. Gut, als nächstes die Bridge. Die Bridge-Settings an sich, wir haben die Bridge-Ports nicht gesetzt, also wir wollen quasi keine Bridgeport setzen. Bridge STP, das ist auch einfach eine Standardeinstellung, die muss man auch eingeben. Machen wir hier auf Off und Bridge FD. All diese Dinge, wenn ihr da noch mehr Informationen dazu haben wollt, dann schreibt ihr mir das, dann können wir da auch noch was dazu machen. Aber das ist zu viel für dieses eine Video. Wir sind hier eh schon in quasi Overtime. Aber ich glaube trotzdem, dass es spannend ist hier. So, und wenn wir das gemacht haben, dann müssen wir natürlich auch hier die Weiterleitung aktivieren. Also wir bekommen ja hier oben erstmal gesagt, hey, mach mal Weiterleitung bitte. Schieb das mal woanders hin. Und im Endeffekt sagt das hier, schieb das mal auf die Adresse 10.10.10.1 und wir wissen, aha, okay, hier unten, wir haben die Adresse 10.10.10.0, aber wir haben ein 31er Subnetz, das heißt, da wird es schon noch eine andere Adresse geben und das wird die 1 sein. Und dann wird das wohl dieses Interface hier sein, das wir benutzen sollen. Und jetzt müssen wir aber hier trotzdem noch sagen, an wen wir das denn überhaupt weiterleiten wollen. Das heißt, wir sagen hier Post up und definieren hier die IP-Tables auch wieder im NAT-Modus, -t-NAT, -a, Post, Quatsch, groß geschrieben vielleicht eher Post Routing, -s, 10, 10, 10, sorry. 1 ist meine andere Adresse im 31er Subnetz und wir wollen auch hier wieder das Interface ENP9S0 benutzen, also quasi unser normales, ja, unser normaler Internetstecker, okay? Und dann sagen wir hier -j Maskerade. So, was das im Endeffekt tut, ist jetzt folgendes. Also wir sagen hier einmal, ey, yo, alles was reinkommt hier auf ENP9S0, schickt das mal bitte an 10.10.10.1. Cool, das wird weitergeleitet, aber was passiert, wenn 10.10.10.1 irgendwas an uns schickt? Naja, das müssen wir ja auch wieder zurückleiten. Und hier sagen wir dann, benutzt dafür doch am besten bitte mal unser normales Internet. Also, oh, das sollte kein -f sein, es tut mir sehr leid, das sollte ein J sein natürlich. Also quasi leitet das an ENP9S0 weiter. Und genau das ist die Idee dahinter. So, jetzt sollten wir das aber auch wieder ausschalten, wenn wir unser System wieder hier runterfahren. Das heißt, wir sagen hier -post down. Und eigentlich würde ich das gerne, glaube ich, hier kopieren. Dazu machen wir erstmal Escape, um aus dem Schreibmodus rauszukommen, drücken Groß Y und drücken dann hier P. Und dann habe ich hier direkt die eingefügte Zeile wieder. So, und das macht die Sache deutlich schneller. So, also Post down wollen wir IP-Tables -t-NAT -d, also down, Post-Routing -s 10.10.10.1 31 -o, genau das -j Maskerade. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie ein Problem mit diesem Wort.
Ganz schwierige Sache. Okay, jetzt wollen wir dem Ganzen aber auch noch einen Namen geben, damit wir wissen, was das ist, damit wir das zuordnen können. Und ich habe mich jetzt hier dafür entschieden, das mal hier so anschaulich zu beschreiben, damit wir wissen, was es ist. Ihr müsst euch das so vorstellen. Hier ist ja ein WAN, ja, das ist quasi mein öffentliches Netzwerk. Das hier ist mein lokales Netzwerk für Proxmox, ja, also das ist quasi, ey, yo, das ist mein LAN-Netzwerk. Und das hier hinten ist das lokale Netzwerk für die OpenSense. Hingegen das hier, das ist ja eigentlich öffentlicher Traffic, ja, das ist quasi die Anbindung an das Internet für die OpenSense. Das heißt, was das im Endeffekt ist folgendes. Es ist das WAN, also das Wide Area Network für die OpenSense, also quasi das öffentliche Internet von OpenSense. Und es ist gleichzeitig, beziehungsweise wir machen das mal ein bisschen anders, wir bleiben beim Englischen, OpenSense WAN, aber es ist gleichzeitig auch das Proxmox LAN, also das Local Area Network. Weil, naja, das natürlich für uns das Local Area Network ist, habe ich ja gerade kurz gezeigt. So, und was wir nicht gemacht haben bislang, ist die Weiterleitung, also quasi, dass wir hier von IPv6, sorry, beziehungsweise, dass wir hier quasi das hinten dran auch noch definieren, diese VMBR1, das haben wir bisher noch nicht gemacht, das sollten wir auch noch ganz kurz machen, dass wir zumindest mal definiert haben, wo später dann virtuelle Maschinen drauf laufen können. VMBR1, das ist quasi unsere nächste Bridge und hier setzen wir einfach das iFace, das Interface, auf auch wieder IPv4 Manual. Allerdings hier ein großer Unterschied, wir bauen einen neuen OVS-Typen ein, OVS-Type OVS Bridge. Und das ist ein Unterschied, dazu könnte ich separat noch ein Video machen, wenn ihr das wollt, bitte wie gesagt in die Kommentare damit. Hier nennen wir das Ganze einfach auch mal VMnet, denn das ist immerhin das Netzwerk, in dem wir später unsere ganzen VMs drin haben werden. Und das wiederum ist unsere vollständige Netzwerk-Routing-Konfiguration sozusagen für Proxmox, allerdings nur IPv4 und IPv6 müsste man da jetzt noch dazu machen, was wir noch machen werden. So, okay, also das speichern wir mal. Und jetzt müssen wir das Ganze natürlich neu starten, damit das auch alles übernommen wird. Dauert ein bisschen, schneide ich raus. So, und wenn wir hier mal kurz reingucken, dann sehen wir hier, aha, wir haben jetzt hier plötzlich zwei neue Bridges in unserem ganzen Ding drin. Wir sehen hier einmal das OpenSense WAN Proxmox LAN mit unserer IP-Adresse 10.10.10.0 in einem 31er Subnetz. Und wir sehen hier noch eine zweite Bridge, die nicht wirklich benutzt wurde. So, jetzt müssen wir hier einmal kurz auf die OpenSense gehen und der natürlich auch ein paar Sachen zuweisen. Wir gehen hier einmal kurz auf die Hardware drauf. Dann sehen wir hier einmal, dass wir ein Netzwerkgerät, haben wir noch gar nicht hinzugefügt, ein Network-Device sollten wir hinzufügen und wir können jetzt auswählen VMBR0 und VMBR1 und wir fügen natürlich das VMBR0 hinzu, damit wir hier auch wirklich den Zugriff auf Proxmox haben. So, Multi-Queue setzen wir auf 8. Das ist einfach so ein Standardwert, den man da eintragen sollte. Und Rate Limits wollen wir auch nicht haben. Wir gehen auf Add und dann haben wir hier dieses Network Device und können auch wieder hier unsere OpenSense starten. Klicken wir auf Start und dann dauert das ein bisschen. Da müsst ihr gar nichts machen, das schneide ich auch raus. So, ihr könnt euch mit den Anmeldedaten root und OpenSense als Passwort anmelden. Das sind quasi die Standardeinstellungen dafür. So, ich habe hier tatsächlich nochmal ganz kurz alles auf Factory Defaults bei mir zurückgesetzt. Also wenn ihr irgendwie was anderes haben solltet, hier über Reset, also einfach Nummer 4 eingeben, dann Enter drücken, dann landet ihr auch durch diesen ganzen Dialog durch wirklich wieder bei dem Standard-Layout, mit dem wir jetzt hier arbeiten wollen. So, und ja, jetzt können wir hier Assign Interfaces als erstes mal machen. Das heißt, wir ordnen zu, wer wo was tut. Ja? Ihr könnt übrigens über die Shell natürlich auch noch euer Passwort ändern etc., falls ihr da was machen wollt. Ist klar. So, Enter in Option 1. Wir wollen keine Lags konfigurieren, wir wollen keine VLANs konfigurieren, wir wollen aber tatsächlich dieses Interface hier für unser WAN benutzen. Wir haben ja nur eins bislang. Und VTNet 0 ist der Adapter, den wir als öffentliches Internet definieren wollen. So VTNet 0. Und anschließend haben wir hier die Möglichkeit, Firewalling NAT Mode zu aktivieren.
beziehungsweise einfach Enter drücken. Da muss man eigentlich gar nichts machen, weil wir ja nichts anderes haben. Hier ebenfalls Enter und ja, wir wollen proceeden, also Y und dann ja. Das dauert ein bisschen. Und anschließend, wenn das fertig ist, landen wir wieder genau hier und wollen hier unser beziehungsweise nicht das Root-Postfach setzen, sondern die 2 wollen wir, die Interface-IP-Adressen zuweisen. So, jetzt, wir wollen kein DHCP, wir wollen nicht automatisch eine IP-Adresse zugewiesen bekommen. Das funktioniert nicht, denn wir haben eine eigene und das ist 10.10.10.1 war das. Und die müssen wir auch bekommen, sonst funktioniert keine Weiterleitung, kein gar nichts, ja. Dann müssen wir hier einmal die Subnetzmaske eintragen, das wäre die 31. Wir haben keine LAN-IP-Adresse und wir wollen IPv6 aktuell gar nicht zuweisen. Das heißt, wir können hier eigentlich auch ein Ja drin lassen. Aber wir wollen trotzdem kein DHCP zulassen. Wir wollen die Web-GUI auf HTTP umleiten, das ist richtig. Wir wollen die GUI-Defaults wiederherstellen, das ist auch richtig. So, alles wieder zurückgesetzt. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, hier über 10.10.10.1.31 auf unser System zuzugreifen. Jetzt ist das natürlich nur bedingt möglich, sage ich mal. Denn wir wissen ja, wir sind in einem öffentlichen Netz, aber in einem öffentlichen Netz eine IP-Adresse sich einfach auszusuchen, das funktioniert so nicht. Das ist nämlich nur die IP-Adresse, die wir zwischen Proxmox und der OPNsense bekommen. Jetzt debuggen oder testen wir erstmal. Was wir machen können sollten, ist, wir sollten von hier im besten Fall, also von der OPNsense, Proxmox erreichen können. Dazu gehen wir mal in die Shell und pingen mal Proxmox. Ja, was für eine IP-Adresse hat denn Proxmox? Naja, Proxmox hat die 10, also für uns zumindest, aus unserem lokalen Netzwerk 10.10.10.0. Und wir sehen, dass das auch tatsächlich funktioniert. Und das ist ganz schön und ja, das soll ja auch so sein. Cool. Was passiert denn aber, wenn ich jetzt sagen wir einfach mal von Proxmox aus, einmal kurz eine Shell öffne, machen wir einfach mal die Shell auf hier, da habe ich es in einem zweiten Fenster, dann kann ich besser hin und her fahren. So, und jetzt pingen wir hier mal die 10.10.10.1. Und dann sehen wir, das funktioniert noch nicht so richtig, denn wir bekommen keine Antwort von unserem Ping. Wir kriegen quasi nichts zurück. Also was wir machen ist, wir beenden das hier, wechseln wieder in die OPNsense rein und gucken mal, was wir hier eigentlich, haben wir hier überhaupt vielleicht eine Verbindung? Also können wir uns direkt verbinden? Können wir zum Beispiel das Internet anpingen? Ja? Wir machen jetzt hier einfach mal 1111. Und wir sehen hier No Route to Host. Das bedeutet, wir haben eigentlich keinen Gateway definiert. Wir wissen quasi nicht, wenn wir Pakete schicken, wo die eigentlich hin sollen. Und dieser Gateway, der muss noch eingetragen werden. Das heißt, wir machen hier ein Route at Default 10.10.10.0. 10.10.10.0 ist unser Proxmox. Das heißt, wenn wir ein Paket losschicken wollen, dann sagen wir, schick's als allererstes einfach mal zu Proxmox, der weiß, wohin damit. Und der weiß ja tatsächlich, wohin damit. Der weiß nämlich, dass er es einfach wieder in sein Internet reingeben soll. Also machen wir hier einmal den Gateway. Übrigens, wenn ihr aus Versehen was Falsches geschrieben haben solltet, ihr könnt mit root del default, könnt ihr euren Gateway wieder löschen und dann eben den richtigen Gateway hinzufügen. Also nicht verzweifeln, ihr müsst nicht alles neu aufsetzen, das ist nur ein einziger Befehl. Gut. Und ja, jetzt können wir mal gucken, ob wir jetzt vielleicht von Proxmox aus unsere Maschine hier, unsere OPNsense erreichen können. Das ist Proxmox, das ist die OPNsense. Gucken wir mal, ob wir jetzt die OPNsense erreichen. Wir sehen, das geht immer noch nicht. Ja, woran liegt es denn jetzt? Gucken wir mal das nächste an. Was passiert denn, wenn ich hier versuche, 1111 zu pingen? Da kriege ich eine Antwort. Ja? Das heißt, wir können jetzt von der OPNsense ins Internet rein und kriegen da wieder eine Antwort zurück. Wir kriegen aber keine Antwort, wenn wir von Proxmox nach der OPNsense fragen, was ja nicht mal das Internet ist. Das ist noch nicht mal von mir zu Hause irgendwie, sondern das ist einfach nur ganz, ganz billo im lokalen Netzwerk. Also scheint irgendwas in OPNsense das Ganze zu blockieren. Und ich meine, wir machen das Ganze hier als Teil der Firewall-Tutorial-Reihe gleich mit. Was kommt da wohl am ehesten in Frage? Ja, ich frage jetzt einfach mal so in die Runde. Vielleicht ist es ja die Firewall. Und das bedeutet, wir wollen erstmal die Firewall hier kurz deaktivieren. pf-control
-D, also Disable, und gucken jetzt nochmal, ob wir nicht von Proxmox aus jetzt an unseren Host rankommen. Und wir sehen, aha, jetzt bekommen wir auch tatsächlich eine Antwort. Also Ping 10.10.10.1. So, das heißt, jetzt können wir auch tatsächlich von Proxmox unsere OpenSense anpingen. Das heißt, sie anrufen sozusagen. Und jetzt gucken wir mal noch, ob wir das bei uns auch machen können. Ja, das heißt, ihr könnt eine Eingabeaufforderung bei eurem lokalen System ausöffnen. Das ist jetzt mein System. Und jetzt pingen wir mal 65 108 137 179. Und wir sehen, wir bekommen eine Rückmeldung auf dem Port, beziehungsweise auf generell den Port. Gut, okay, generell eine Antwort sollten wir so oder so bekommen. Aber das ist schon mal gut. Was wir jetzt machen ist, wir öffnen diese IP-Adresse hier einfach mal im Browser. Und tada, also wenn wir jetzt keinen Port hinten dran angeben, wir kriegen die OpenSense. So, was ist jetzt passiert? Dadurch, dass wir diese IP-Adresse hier aufgerufen haben im Browser, werden wir auf Port 80, weil es hier bei HTTP ist, auf Port 80 mit unserem Proxmox verbunden. Der Proxmox sagt, ja, mich interessiert nur Port 22 und Port 8006, das ist der hier. Und den Rest leite ich weiter an diese virtuelle Maschine mit der OpenSense drauf. Und die OpenSense sagt, ja, bitteschön, hier ist meine GUI, meine Web-Anmelde-Dings und ja, hier kann ich jetzt irgendwas damit machen. Wir melden uns jetzt mal an mit root und OpenSense als Username, Passwort und wir sehen, dass wir hier tatsächlich einen Fehler bekommen, nämlich der HTTP-Referrer, der funktioniert nicht mit den Settings. Ich soll den bitte ändern in der Web-GUI. Ja, danke OpenSense dafür. Hat mich lange gedauert, bis ich rausgefunden habe, was ich machen muss. Aber ja, an der Stelle danke an alle, die mir hierbei geholfen haben. Okay, was man jetzt machen muss, ist, wir müssen die OpenSense sozusagen dazu zwingen, dass wir uns mit der verbinden, als wären wir in dem lokalen Netzwerk. Und das geht folgendermaßen. Wir öffnen noch mal ganz kurz die PowerShell dazu und ziehen die mal so, dass ihr sie auch lesen könnt. Das tut mir sehr leid. So. Die PowerShell, das ist jetzt bei mir auf meinem lokalen System. Und jetzt melde ich mich an Proxmox an. Also SSH root, also in dem Fall root. Bitte macht das für Produktivsysteme bitte nicht mehr mit root, sondern überarbeitet das so, wie wir es in der Playlist gesehen haben. Ja, ihr kennt das Ganze. Und melden uns mit root dort an. 65 108 137 179. Das ist die IP-Adresse, die wir hier oben haben. Ja, das ist quasi meine IP-Adresse vom Server. Und jetzt sagen wir, verbinde doch bitte mal lokal etwas damit. Und zwar -L. Was genau soll denn verbunden werden? Naja, ich möchte auf meinem Localhost, also meinem PC, meinem hier, nichts mit Server, sondern mein PC hier, soll bitte auf Port 1337 oder irgendein anderer Port folgendes hosten. Nämlich 10, 10, 10, 1 auf Port 80. Ich zeichne das nochmal ganz kurz. Ja? Das hier wird mir auf Port 80 freigegeben. Das hier mappt einfach alles weiter. Und was ich jetzt sage von meinem lokalen PC aus, so das ist mein Rechner hier. So, und der steht so. Und da möchte ich jetzt drauf zugreifen. Ich gehe mit SSH hier rein über Port 22, ja, und sage, ey, das, was du auf Port 80 hast, beziehungsweise was bei der IP-Adresse 10.10.10.1 auf Port 80 liegt, schieb das mal bitte bei mir auf 1337. Ich mache das mal richtig hier. So, das heißt, wir sagen hier 1337 wird hier gleichgesetzt und wir nehmen das hier und schieben das darunter und machen es darüber verfügbar. Und dadurch sind wir quasi wie in diesem selben Netzwerk und können hier auf die OpenSense drauf zugreifen, als wäre sie in unserem lokalen Netzwerk. Okay, das heißt, ja, wir starten das einmal ganz kurz. Jetzt muss ich natürlich einmal ganz kurz meinen Schlüssel entsperren. Und dann sind wir quasi hier eingeloggt. Und was wir jetzt machen, ist, wir gehen nicht über diese 65 bla 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 rein, sondern über localhost 1337. Und der Localhost, der sagt hier einmal ganz kurz, ja, melde dich mal bitte an. Und dann melde ich mich hierbei an. Und dann sehen wir hier, tada, ich bin drin. Ich kann das jetzt auch deaktivieren, wenn ich das möchte, aber ich kann es auch einfach so lassen. Und ja, das ist jetzt quasi meine OpenSense. Und
damit haben wir auch die OpenSense soweit installiert. Natürlich ist das noch nicht das finale Setup. Natürlich gibt es hier so unfassbar viele Geschmacksrichtungen. Das ist erstmal nur eine Variante. Es ist nur IPv4. Wir wollen IPv6 wann anders machen. Es ist nur mit einer IP-Adresse. Wir können uns auch noch mit 2 IPv4-Adressen beschäftigen. Das ist erstmal wirklich das Basic oder Setup. Und wir sind auch noch in Proxmox mit Root drin. Wir haben noch keine Passwörter geändert oder sonstige Sachen. Das solltet ihr alles tun. Okay? Das solltet ihr definitiv alles tun. Das ist aber Stoff, den ich A schon teilweise gezeigt habe und B noch zeigen werde. Ja, das war ein langes Video heute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr konntet ein bisschen was draus mitnehmen. Und ja, ihr habt ein bisschen was ihr damit auch anfangen könnt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.